Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir mit den allerbesten Grüßen und Wünschen im und fürs neue Jahr. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass immer neue dazukommen und schön, dass ihr bleibt. Schön auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sagen einmal mehr Danke für euren Support, danke für eure Fragen und für eure Kommentare. Wir starten ins neue Jahr mit dem letzten Fall der 13. Staffel, einem echten Fall, einem echten Urteil, dem echten Leben. Fragen und Antworten, soweit wir sie geben können. Und selbstverständlich am Ende wieder mit einem echten Joker. Yes, auch von mir ein frohes neues 2026. In 2026 wird es viele, viele Live-Termine geben. Checkt auf jeden Fall unsere Internetseite, was das betrifft. Und ich werde am Ende der Sendung natürlich auch nochmal die 2 aktuellen Highlights highlighten und euch da Tipps geben, wann und wo ihr da zu sein habt, meine liebe Ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, gell, dass wir in der ARD-Audiothek zu hören sind und dass wir zu sehen sind auf YouTube und Freitag nachts, immer zeitversetzt im HR-Fernsehen. Ja, auf irgendeinem Weg werden wir uns ja gefunden haben, sonst könnt ihr ja das auch nicht hören. Wahrscheinlich. Das ist ja jetzt kein Aber Tipp. vielleicht wollen sie uns ja sehen oder sie wollen uns nur hören, weil sie uns nicht mehr sehen können. Oder ja. Wenn der Basti so viel redet, was ist dann? Dann haben wir einen schweren Fall. Ja. Das ist nicht nur, wenn der Basti viel redet, sondern auch immer am Ende der Staffel. Und ich hatte dich ja vor 2 Folgen schon gefragt, Heike, hast du das irgendwie verwechselt? Weil du hast es ja bei Folge 10 auch schon ein richtiges Brett mitgebracht, um mich dann letzte Folge so ein bisschen entspannen zu lassen. Und dann hast du gedacht, ja, bevor der Basti zu nachlässig wird, weil Ende der Staffel, dann klatschen wir dem jetzt mal das dahin. Er braucht immer Hirnnahrung. Als ich das gelesen habe, war ich wirklich so, also ich musste mal euch kurz mitnehmen in meine Vorbereitung, die ja sehr intuitiv abläuft und erste Frage schnell und bla, ein bisschen strukturieren und dies und das und anderes. Da habe ich den Zettel erstmal wieder weggelegt, ehrlich gesagt, als du mir das geschickt hast. Da habe ich gesagt, das lasse ich jetzt erstmal ganz kurz sacken und dann setze ich mich da in irgendeiner Art und Weise dran. Aber kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir stürzen uns ins kalte, dunkle Wasser, was da so passiert ist und hören uns an, was da passiert. Der Fall. In einer Marburger Kinderklinik wird am 5. Februar 2016 vom Personal ein Fall von Medikamentenvergiftung bei einem Frühchen festgestellt. Am selben Tag informiert die Klinikleitung die Polizei. Sie entdeckt noch weitere Fälle. Die Ermittelnden glauben, eine Kinderkrankenschwester hat etwas damit zu tun. Sie soll den Frühchen heimlich Beruhigungs- und Narkosemittel gegeben haben. Die Klinik kündigt ihr, die Staatsanwaltschaft klagt sie wegen versuchten Mordes, Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung an. Ende Januar 2019 beginnt vor dem Landgericht Marburg der Prozess gegen die 29-Jährige. Ja, wie gesagt, also die Stelle hier mit erster spontaner Frage, die ist jetzt leer in diesem Fall. Ich habe eine erste Frage, wo ich weiß, du beantwortet sie vielleicht nicht. Das ist ein bisschen so, dass mich das an einen Fall erinnert, den wir schon mal hatten, wo auch ein Kind umgebracht wurde, aber da war das Motiv praktisch, dass die Mutter ihre Ruhe haben wollte. War das hier ähnlich oder ist das bewusst gewesen, die wollte, dass die sterben oder wollte die nur, dass sie ruhig sind? Also immer an jede Frage kann ich eigentlich mit Nein beantworten. Also sie wollte... Also das war jetzt keins von wegen, da ist ein Krankenhaus, da ist eine überforderte Station, Nein. Überall schreien irgendwelche Leute und dann hat die aus Verzweiflung heraus gesagt, ey, hoffentlich sind die still, ich gebe denen mal ein bisschen Beruhigungsmittel. Nein. Das war es nicht. Nein. Das heißt, so der erste Abfahrtsschein zur Empathie ist hier schon mal auf jeden Fall gecuttet. Ja. Zu sagen, okay, da ist jetzt keine Überforderung irgendwie gewesen. Jedenfalls nicht in dieser Form, wie du sie beschreibst. Okay, gut. Wie erzählst du mir das jetzt chronologisch? Ich würde sagen, schau mal ganz kurz erstmal, was sind Frühchen eigentlich, ne, damit man ein Gefühl bekommt, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Die zu früh auf die Welt kommen. Sind die zu früh auf die Welt gekommen sind, nämlich vor der 36. Schwangerschaftswoche. Das sind ungefähr 10% der Geburten. Die können oft nicht alleine atmen. Die sind entsprechend anfällig natürlich auch, weil die Lungen in diesem frühen Entwicklungsstadium für so einen dauerhaften Gasaustausch eben noch nicht genügend vorbereitet sind. Die Kinder befinden sich in der Regel in einem labilen Gleichgewicht. Das heißt, Stressfaktoren wie, dass sie intubiert werden müssen oder Impfungen oder Infektionen, die sie bekommen können, führen häufig zu Atempausen.
oder dass sich der Herzschlag verlangsamt. Es gibt als häufige Komplikation bei diesen Kindern Hirnblutungen. Das wird dann sehr schnell sehr lebensgefährlich. Das Geburtsgewicht ist wichtig als Überlebensfaktor. Du hast eine 95-prozentige Chance, wenn du zwischen 1000 und 1500 Gramm wiegst bei deiner Geburt. Bei 80% liegt sie bei 500 bis 1000 Gramm. Unter 500 Gramm ist die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen relativ hoch, die liegt bei 50%. Und selbst wenn diese sogenannten extremen Frühchen überleben, dann bleiben eben häufig Defizite. Das sage ich deshalb, damit wir wirklich so ein besseres Gefühl dafür haben, was wir hier für ich glaube, das nennt sich vulnerable Personen haben, um die es da geht. Ne? Aber warum? Und spielt es eine Rolle? Naja, das nicht also mit normalen Babys genauso scheiße? Das ist mit normalen Babys genauso Oder mit blöd, aber Dreijährigen? die sind natürlich noch ein bisschen empfindlicher und die Wahrscheinlichkeit, dass denen was passiert, ist noch ein bisschen größer. Ja, aber das ändert ja nichts, wenn ich den schaden will. Also ich glaube, Also ich finde schon, das ist ein Unterschied. du findest schon, ob ich ein Frühchen oder ein Baby töte, ist ein Unterschied. Also ich finde das in beiden Fällen nicht gut. Aber du findest Frühchen schlimmer als Baby. Ich finde das noch verwerflicher, glaube ich, ja. Krass. Ja, sagt mir jedenfalls mein Gefühl. Crazy. Ich würde sagen, wir gucken uns die Fälle an, von denen wir reden und wie man dann auf diese Kinderkrankenschwester gekommen ist. Ich wollte es gerade sagen, weil man muss ja festhalten, es hat mich auch an einen anderen Fall nochmal erinnert, wo alte Leute getötet wurden. Wo es halt auch oft so ist, dass du sagst, okay, wenn du alte Leute tötest, dann hast du eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die Leute denken, ja gut, die sind alt, die sind einfach gestorben. Das hast du ja hier eigentlich auch. Du hast es gerade angesprochen. Es gibt verschiedene Raten, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass du überhaupt überlebst. Waren von der unentdeckte Fälle erstmal als natürlicher Frühchentod abgehakt worden? Nein, Nein? nein. Warum konnte die dann so viel machen? Naja, die sind ja Gott sei Dank, also wir reden von 3 Kindern. 3 Kinder in Wir welchem reden Zeitraum? von 3 Kindern in einem sehr kurzen Zeitraum von ungefähr einem Vierteljahr. Ja, aber so kurz ist es ja dann doch nicht. Also wenn man weiß, okay, da ist irgendwie, beim ersten Fall ist irgendwie was shady, dann noch ein Vierteljahr irgendwie die Möglichkeit zu haben, 2 weiteren Frühchen das anzutun, ist ja schon ungewöhnlich. Nee, so rum war es nicht. Also pass auf. Wir fangen mal an mit Leni. Leni ist am 8. August. Das ist jetzt das Frühchen. Ja, ist am 8. Ich gebe denen extra auch ihre Namen, damit die wenigstens irgendwie ein Gesicht haben, diese Kinder. Ist am 6. August 2015 als extremes Frühchen per Notkaiserschnitt zur Welt gekommen. Es war die 25. Schwangerschaftswoche. Eine Schwangerschaft, für alle, die es nicht wissen, dauert 40 Wochen. Das Kind wog 440 Gramm, also die war unter diesen 500 Gramm. 440. Das Kind musste intubiert werden. Es gab mehrere sogenannte Lungenreifungsbehandlungen, also wo man der Lunge geholfen hat. Bis Anfang September hat das Mädchen Bluttransfusionen bekommen, eine antibiotische Therapie und so weiter und so fort. Ihr ging es dann besser. Sie hat dann entwicklungsfördernde Medikamente bekommen, sie ist über eine Sonde ernährt worden. Tagsüber waren die Eltern da, nachts sind die nach Hause gegangen, haben sich auch ein bisschen erholt. Wie gesagt, Anfang August geboren. Ende Oktober kommt es zu Komplikationen, weil Leni plötzlich unter Lungenhochdruck leidet, was relativ häufig bei Frühchen vorkommt. Die rechte Herzkammer ist von ihr erheblich vergrößert. Der Kinderkardiologe wird eingeschaltet. Sie wird dann geimpft gegen diverse Infektionserreger, muss beatmet, muss intubiert werden und das Herz wird schwächer. Das Kind wird ruhig gestellt, dann verbessert sich ihr Zustand wieder. Sie atmet auch wieder selbst, sie verträgt wieder die Nahrung. Mit den Eltern wird dann auch schon über eine mögliche Klinikentlassung gesprochen. Am 5.12.2015 wiegt Leni mittlerweile fast 3 Kilo, also wie ein normales neugeborenes Kind. Und in dieser Nacht hat Elena W.,
diese Kinderkrankenschwester ab 20 Uhr Nachtdienst. Um 21 Uhr macht sie nochmal ihre Versorgungsrunde. Das heißt, sie füttert die Kinder, gibt denen zu essen, je nachdem, wie die das halt zu sich nehmen, und ist alleine im Zimmer mit Leni. Und da mischt sie ihr eine geringe Dosis, und zwar noch unterhalb der Grenze einer therapeutisch wirksamen Dosis, Midazolam, das ist ein Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzos, in ihre Nahrung und in ihr Essen. Im Urteil wird dann später stehen, dass Elena W. damit gerechnet hat, dass bei dieser äußerst geringen Dosis es keine Komplikationen geben kann, die den Tod dieses Kindes verursachen wird oder es schwer schädigen würde. Sie sei sich allerdings darüber im Klaren gewesen, völlig bewusst gewesen, dass sie fürs Wohl dieses Kindes zuständig ist und nicht dazu da ist, dem irgendwelche Medikamente zu geben, die gar nicht indiziert sind. Aber warum hat die es dem Kind gegeben? Weil die ihre Ruhe haben wollte? Das klären wir nachher. Okay. Nicht, weil sie ihre Ruhe haben wollte. Das kann ich schon mal sagen. Aber das heißt, es ist ja jetzt zumindest auf den ersten Blick keine... Merkwürdig. Ja, es ist keine initiale Tötungsabsicht. Wo ich denke, okay... So sagt es das Gericht. Lidis Eltern haben es immer anders gesehen. Ja, natürlich. Ja, nee, aber ich meinte jetzt, weil sonst hätte ich ja auch mehr einfach da reinklatschen können. Okay. Nach 22 Uhr, also das ist ungefähr so um 21 Uhr passiert. Aber ganz kurz, jetzt muss ich es fragen. Lenis Eltern sehen das anders. Das heißt aber, man konnte schon ganz klar zuordnen, wer hier für den Tod verantwortlich ist. Elena W. oder war das dann in irgendeiner Art und Weise nicht klar? Also wie geht es jetzt weiter? Also zunächst einmal geht es jetzt so weiter, dass Leni kurz danach in eine schwere Krise gerät, dass ihre Herzfrequenz fällt, dass die Sauerstoffsättigung massiv fällt und dass sie, Elena W., das auch auf dem Stationsmonitor sehen kann. Auch 2 Kolleginnen beobachten diese alarmierenden Werte. Sie schreibt in dieser Nacht so ungefähr um 1 Uhr ihrem Freund eine WhatsApp-Nachricht und schreibt: Nacht bisher scheiße, aber Kopf hoch und Augen zu und durch. Hilfe von den Kolleginnen, die sagen, hier können wir dir helfen, lehnt sie ab. Sie sagt, mache ich alleine. Morgens um kurz vor 7 hat sie dem Freund dann noch eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, was, eine Nacht, endlich heim, hoffentlich trotz Adrenalinschub, gut schlafen. 3 Tage später stirbt dieses Kind. Okay, also nicht sofort. Nein, es stirbt 3 Tage später an Lungenhochdruck und weil ihr Herz versagt. Und wie hat man das jetzt bewertet? Weil theoretisch gesehen könnte das ja eigentlich auch einfach dann in diese Prozentzahlen fallen, zu sagen, genau. Ja, jemand, der halt so wenig wiegt, der hat eh nur eine 50-50 so hat man Chance. das auch bewertet. Das heißt, im Endeffekt haben die gedacht, das ist ein natürlicher Tod. Ja. Erstmal. 3 Stunden nachdem Leni stirbt, schickt Elena Lenis Mutter eine Nachricht und schreibt ihr, sie habe einen Engel mit Kerze für Leni besorgt. Und am nächsten Tag wird dieses Kind auf der Station ausgesegnet. Da ist sie auch mit dabei und legt 3 Herzen aus Holz mit so diversen Aufschriften in den Sarg von Leni. Dann sagt sie einen Spruch auf, dass sie froh sei, Leni kennengelernt zu haben, dass sie begleiten durfte. Und später wird sich herausstellen, dass sie den am Abend vorher sich im Internet unter www.trauerspruch.de rausgesucht hat. Außerdem hat sie eine WhatsApp-Gruppe mit aber dem... ganz kurz zeitlich gesehen, bevor sie wusste, dass sie tot sein ist. Genau. Das heißt, bevor der Tod eingetreten ist, hat die schon da nach diesen Trauersprüchen... Das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Das werden später die Ermittlungen ergeben. Nee, das weiß man jetzt noch nicht, aber das ist ja passiert. Ja. Und das ist aber auch zuordnenbar, weil im Endeffekt es ist ja trotzdem vielleicht auch nichts Ungewöhnliches, weil das wird ja nicht zum ersten Mal passiert sein. Weißt du, was ich meine? Also kann man das spezifisch auf Leni zuordnen? Ja. Warum? Weil im Endeffekt, wenn ich sage, ich arbeite auf einer Frühchenstation, wo es oft vorkommt, dass die es nicht schaffen, dann muss ich da tatsächlich im Trauersprüche-Game sein. Nein, muss ich nicht. Also
Alle ihre Kolleginnen haben gesagt, das ist unprofessionell. So dicht dran geht man nicht. Also natürlich kann man mitfühlen, aber nicht mit einem Trauerspruch, Okay. nicht mit einem Das heißt, das ist Engel nicht, mit Kerze. das ist nicht mit, das ist jetzt nicht üblich. nein, Okay. nein. Lenis Eltern, auf Wunsch von Lenis Eltern wird das Kind nicht mehr obduziert, sondern es wird beerdigt. Ist ja auch, guck, und das war das, was ich vorhin gemeint habe, bei alten Menschen, bei jungen Menschen, es ist ja auch logisch. Also das Letzte, womit du rechnest, und wenn du, ich meine, stell dir diese Stresssituation vor. Ich hatte das jetzt in meinem Umfeld auch. Also das ist ja so, du denkst, okay, krass. Jetzt hast du hier wirklich das Roulette des Lebens, Alter, und denkst dir so, ach du Scheiße. Das heißt, im Endeffekt ist ja das auch dein Panikmodus im Kopf. Und das ist dann so, da rechnest du ja nicht nochmal mit dritten Einfluss. Da denkst du, ja gut, das wird jetzt eine vergiften. Also das kann ich absolut nachvollziehen, dass da auch nicht untersucht wird. Nee, ich kann das auch gut nachvollziehen. Also denkst du, okay, es ist jetzt halt im Endeffekt an Dingen gestorben. Ja. Krass. Kind Nummer 2. Das heißt eigentlich, halten wir fest, wenn nur das passiert wäre, hätte das niemals jemand rausgefunden. Wahrscheinlich. Okay. Kind Nummer 2 ist Mia. Mia ist am 18. Dezember 2015 geboren, war ein spätes Frühchen, ist in der 36. von 40 Schwangerschaftswochen geboren, hatte nach der Geburt aber gesundheitliche Probleme. Wie schwer? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Okay, nee, es ehrlich war jetzt nur gesagt. für meinen inneren Monk, Aber, weil ich habe hier so eine kleine Mini-Excel-Tabelle. jetzt gerade. Es tut mir leid, das habe ich mir nicht Okay, alles gut. aufgeschrieben, das weiß ich nicht mehr auswendig. Die hatte nach der Geburt gesundheitliche Probleme und ist deshalb auf die Intensivstation gekommen. Als sie auf der Intensivstation liegt, am Abend des 25. Dezember, also eine Woche nach ihrer Geburt, hatte Elena W. wieder Nachtdienst, hat die Pflege von ihr übernommen, hat ihr Midazolam gegeben, und zwar mit der Nahrung, diesmal aber das 18-fache einer therapeutischen Einzeldosis. Das heißt, 18-fach mehr auch, als was die Leni gegeben hat. Oder Leni noch hat mehr. sie ja drunter gegeben, unter der Dosis. Leni war weniger. Meine ich aber, das heißt ja über Faktor 18 Ja. von Leni, wahrscheinlich, weil die gedacht hat, oh, das dauert sonst 3 Tage. Mia wird sehr müde, die Muskeln erschlaffen, die fällt in ein tiefes Koma und reagiert auf keine Schmerzreize mehr. Im Urteil wird dann später stehen, eine solchermaßen konkrete Lebensgefahr blieb letztlich nur aufgrund glücklicher Umstände aus. Also die war nicht in Lebensgefahr. Der ging es halt auch schon besser, die war schon stabiler. Das heißt, die hat das ausgehalten, die Dosis, hat dann Wacht wieder Symptome auf. gehabt, wacht aber wieder auf und ist erstmal, Keiner weiß, was los ist. keiner weiß, was passiert ist, weil keiner dabei war, außer sie. Ja, keiner weiß, Das was kann man los dann ist. nachträglich rausfinden, praktisch so diesen Verlauf. Ja, wenn du dir die Frage stellst, was war denn da eigentlich los? So, jetzt ist aber erstmal nichts. Das heißt im Endeffekt, dass das jetzt auch gar keiner mitkriegt. Also jedenfalls hat keiner gefragt, komisch, was ist denn da los? Jedenfalls nicht so sehr, dass man da nachgebohrt hat. Aber kurz danach, am 4.1.2016, kommt Johanna auf die Welt. Johanna wird in der 29. Schwangerschaftswoche geboren, wiegt 1220 Gramm. Und in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Wie viel Gramm, sorry? Februar 1220 hat Elena wieder Nachtdienst, kommt gegen 22 Uhr bei ihrer Versorgungsrunde auch bei Johanna vorbei. Ganz ehrlich, Mia lebt noch, oder? Mia lebt. Okay. Und im Urteil steht dann später, spätestens in diesem Moment fasst Elena W. unter dem Eindruck aus den zurückliegenden Geschehnissen um die Kinder Leni und Mia erneut den Entschluss, selbst den klinischen Gesundheitszustand eines von ihr betreuten Kindes zu beeinflussen, und zwar nach den zurückliegenden Erfahrungen diesmal mit nochmals gesteigerter Dosis. Das Kind soll in lebensbedrohliche rettungs- und reanimationspflichtigen Zustand geraten, bis hin zum Atem- und/oder Herzstillstand. So wird es später im Urteil stehen. Denn sie verabreicht Johanna wieder das Beruhigungsmittel Midazolam. Wie viel? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Also 18-fache Dosis 36? Das aber- weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Jedenfalls, Johannas Sauerstoffsättigung fällt massiv ab.
Die Motorik funktioniert nicht mehr, die hat massive Atemprobleme, die wird fahl, die bekommt heftige Krampfanfälle und fällt in ein tiefes Koma. In der Folgenacht hat Elena W. wieder Nachtdienst und sie ist wieder bei Johanna. Und diesmal... Aber das heißt, die bleibt da einfach liegen und fällt in Koma und kriegt keine mit, oder was? Na Also doch, die kriegen das schon mit. Und lassen wir jetzt da liegen, oder? Also. nee, die werden sich schon um sie gekümmert haben und irgendwann wacht sie halt wieder auf. Das heißt, Johanna ist auch wieder aufgewacht. Johanna ist wieder aufgewacht. In der Folgenacht ist Elena wieder bei Johanna. Und diesmal... Aber ist da nicht irgendwie eine andere Alarmbereitschaft, ehrlich gesagt? Wenn ich das Gefühl habe, die ist hier kommt kurz gleich. vorm Tod gewesen. Kommt gleich. Das klingt so, ja, habe ich am nächsten Abend wieder geschaut. Ist da nicht irgendwie zwischen den 2 Abenden irgendwie ein bisschen Aufruhr gewesen, zu sagen, ey, lass da mal genau drauf schauen, weil das ist irgendwie schon on the edge. Kommt gleich. Also diesmal gibt sie ihr Ketamin, das ist ein Narkosemittel. Ketamin. Ich dachte, für Pferde. Das weiß ich nicht, ob man das auch Pferden gibt. Ich weiß Also ich das hab aus das Gefühl, anderen dass- schrecklichen Zusammenhängen. Ich habe das Gefühl, das ist Ketamin für wird- Pferde und Berliner. Wieso Berliner? Ketamin. Ich glaube, in Berlin gibt es viele Leute, die Ketamin konsumieren. Das kann sein. Ja, das weiß ich nicht, das kann sein. Also jedenfalls, dieses Kind, der Herzschlag sinkt abrupt ab und die kommt tatsächlich in einen lebensbedrohlichen Zustand, hat morgens um 3 Uhr einen Herzstillstand und Elena W. hilft beim Reanimieren. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Und jetzt kommt der Oberarzt ins Spiel. Der Oberarzt, Der kommt der jetzt erst ins sagt, Spiel. der Oberarzt, der sagt, also dieser kritische Zustand und so plötzlich sich verschlechternde Zustand von Johanna findet er rätselhaft. Und er berät sich mit erfahrenen Kollegen. Aber erst den zweiten kritischen Zustand findet er rätselhaft, nicht den ersten. Zweimal hintereinander findet er rätselhaft. Ah, okay. Ja. So, weil es dem Kind ja an sich ganz gut ging. So, und er berät sich mit erfahrenen Kollegen, die informieren den Chefarzt. Es kommt zu einer umfangreichen Diagnostik. Das heißt, die nehmen Laborwerte von Johanna, die Radiologie wird eingeschaltet, die untersuchen die Spritzen aus dem Abfall. Sie gucken, ob die vielleicht eine Infektion des Nervensystems hat, eine Herpesinfektion zum Beispiel. Dem Kind wird Nervenwasser entnommen, es wird untersucht und die Verdachtsdiagnose ist vielleicht eine noch nicht nachgewiesene Hirnhautentzündung. Das heißt aber auch hier wird erstmal davon ausgegangen, dass das irgendwas Körperinternes Ja. ist, was mit Ja. der Situation zu tun hat, dass du zu früh auf die Welt kommst. Ja. Oder halt, ich meine, Krankenhäuser darf man nicht Naja, vergessen. oder weil sie halt einfach im Krankenhaus liegt und weil es ihr halt nicht gut geht, sonst wird es ja nicht im Krankenhaus liegen. Ja, aber ich meine, Krankenhäuser sind halt auch trotzdem ein Ort, wo du kannst halt auch dich dort mit irgendwelchen, also passiert ja trotzdem Krankenhauskeime, was weiß ich, was da für Dinge noch passieren können. Das heißt, auch hier jetzt beim dritten Fall immer noch kein, okay, da ist irgendjemand Externes, der eine Rolle spielt. Ja. Elena W. geht nach dieser Nacht nach Hause, googelt wieder, zum Beispiel die Wirkung von Ketamin. Sie geht auf die Seite von Sternenkinder. ist das? Sternenkinder sind Kinder, die vor oder nach oder während der Geburt ums Leben kommen. Das sind Sternenkinder, die ganz früh sterben, die vielleicht eine Stunde leben oder so. Okay. So, Und da geht die hin, um was zu schauen? Was? keine Ahnung. Guckt halt auf dieser Seite rum und googelt die Wirkung von Ketamin. Dann Kann geht ich sie. einen ersten Verdacht äußern, den ich habe? Das ist alles sehr severe. Und ich hoffe nicht, dass das stimmt. Aber die hat nicht diese Kinder getötet, damit sie danach in irgendeiner Art und Weise eine emotionale Bindung zu irgendjemand anders haben kann und dann vielleicht dadurch, dass sie dann irgendwelche Herzen kauft oder irgendwie sie Nein. über Sternkinder informiert, Nein. irgendwie Anerkennung bekommt. Also, nein. Ja, nein. Ist nicht ganz abwegig. Also, Johanna wird wacher. Johannas Zustand verbessert sich. Auch darüber wundern sich der Oberarzt und sein Chefarzt. Dass das der Zustand ist verbessert. Plötzlich geht es ihr schlecht. Die Okay, finden das heißt nix. im Endeffekt. Plötzlich geht es dir wieder besser. Was ist da los? Das ist komisch.
So, also die wundern sich über diese plötzliche erst Verschlechterung und dann Verbesserung und denken nun an Intoxikation. Aber die gehen natürlich zunächst davon aus, dass Arzneimittel vielleicht verwechselt worden sind. Das heißt, sowohl der Professor als auch die Pflegedienstleiterin untersuchen zusammen den Medikamentenschrank. Da fällt ihnen aber nichts auf. Dann veranlassen sie ein Betäubungsmittelscreening im Urin dieses Kindes, um eine Vergiftung ausschließen zu können. Und das Ergebnis ist dann, wir wissen es ja schon, positiv. Das lassen sie nochmal testen in der Rechtsmedizin, um sicher zu gehen. Auch Das heißt aber, das sind auch positiv. Das sind auch vollkommen ungewöhnliche Stoffe für Frühchen. Ja. Das heißt, die haben mit den beiden Mitteln da nichts zu tun. Also es gibt diese Mittel, die werden auch manchmal eingesetzt, aber ganz, ganz selten. Und in diesem Fall, da wird ja alles, bei so Frühchen wird ja alles dokumentiert. Also immer, aber bei denen wird natürlich auch alles dokumentiert. Und die haben, da war halt nichts warum kann man das nicht dokumentiert. feststellen? Wenn man das muss ja, wenn da nichts dokumentiert ist und ich gehe in den Schrank und sehe, aber da fehlt trotzdem ein bisschen was, dann sehe ich es ja. Eigentlich von der Inventarliste her, oder? Naja, aber du gehst doch nicht automatisch ständig an den Schrank und kontrollierst. Du gehst doch davon aus, dass alles richtig ist. Da gibt es ja auch Entnahmelisten, in die du dich eintragen musst. Also du gehst doch erstmal im Krankenhaus davon aus, dass da... Das ist ja schon, das ist das Deutscheste wieder, was ich hier höre. Dieses, jetzt hat er keine Liste eingetragen, wie sollte es aus dem Schrank gekommen sein? Es hat er kein, also weißt du, was ich meine? Nein, andersrum. Nein, das stimmt nicht. Wenn es keiner in die Liste eingetragen hat, dann hat jemand keine guten Absichten gehabt. Was ich sagen will, ist, du gehst doch nicht davon aus, dass das ist doch Horror, dass in einem Krankenhaus eine Krankenschwester arbeitet, die sowas macht. Ja. Wir wissen, dass es diese Fälle gibt, aber erstmal gehst du doch davon aus, dass das nicht passiert. Aber dann muss ich sagen, dann scheint diese Zettelwirtschaft nicht zu funktionieren. Weil, nein, weil sonst wären denen das, du hast es vorhin in so einem Halbsatz nämlich gesagt, da habe ich schon gestutzt, so, ja, die haben dann irgendwie die Medikamentenschränke geprüft, aber da ist nichts aufgefallen. Die hat das ja faktisch genommen, also müsste das doch eigentlich auffallen, wenn, Ja, das niemand, kommt sich auch. Ja. wenn niemand sich in die Liste einträgt. Doch, es ist aufgefallen, weil sie dann leere Packungen gefunden haben. Es hat Zeug gefehlt. Sei mir jetzt nicht böse, aber das machen wir jetzt kleinteilig. Trotzdem hätte das bei der Inventur schon auffallen müssen. Wenn ich eine Liste habe, wo drin steht, ich habe Medikament XY und ich habe was rausgenommen. Und da steht eben nicht, ich habe nichts drauf. Da müssten ja noch alle verfügbaren Dosen, die ja auch dokumentiert sind, da stehen. Das heißt, wenn ich da was einfach rausnehme, ohne das einzutragen, müsste das ja auffallen. Und das fällt aber jetzt erst auf, weil die leere Dosen finden. Ich glaube, dass es unterschiedliche Medikamentenschränke gibt. Jetzt kommt auch. Ja, wirklich. Jetzt wird es doch komplizierter. Ja, kann sein. Ja, wirklich. Aber gut, es ist scheinbar ja auch nicht aufgefallen und fällt jetzt auf. Also an diesem Tag hat sie frei. Und wo hat die hingeschmissen? Die hat die nicht da weggeschmissen. Doch. Bruder, also. An diesem Tag hat sie frei und sie schreibt dann ihrer Kollegin, ob sie was wisse und dass sie so viel an hier Johanna denken müsse und dass sie nicht nerven will und nicht auf der Station anrufen will und so. Und die Kollegin, nichts ahnend, hält die halt die ganze Zeit auf dem Laufenden, was da passiert. Ja? Und die schreibt, okay, hoffe ich, dass es der besser geht und so weiter und so fort. Dann spekulieren die noch darüber, ob vielleicht die Mutter von dem Kind irgendwelche Betäubungsmittel oder sowas nimmt und deswegen über die Muttermilch die Werte von dem Kind schlecht gewesen sein könnten. Und sie schreibt aber zurück, ach nee, das hätte die doch gesagt, die ist doch eigentlich sehr zuverlässig. Naja, also die lässt sich da auf dem Laufenden halten, bietet auch ihre Hilfe an, sucht derweil im Internet nach so Stichwörtern wie Benzospiegel, Mengenangabe im Blut nachweisbar, Nachweis diverser Narkosemittel. Außerdem sucht sie nach einem Artikel aus dem Spiegel, der heißt Benzodiazepine, gefährliche Beruhigungsmittel. Ja, so. Und das spricht ja dafür, dass sie im kompletten Bewusstsein ist, was sie da macht und was das zur Folge haben kann und dass sie da auch, ja, die ist, ich würde mal sagen, steuerungsfähig. So, die macht ja alles ganz normal. Die schreibt WhatsApp-Nachrichten, die informiert sich, die will auf dem Laufenden gehalten werden und so weiter. ja, so. Das heißt, das Rätsel trage weiter vor uns her. Warum?
Also die Pflegedienstleiterin und Professor prüfen diesen Medikamentenschrank. Ich glaube, dass es unterschiedliche gibt, aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Sicher. Jedenfalls, sie prüfen einen Medikamentenschrank und da finden sie eben angebrochene Packungen Ketamin, es fehlen Ampullen und es gibt aufgebrauchte Packungen von Midazolam. Und um deine Frage zu beantworten, ja, die hat die Packungen hinter den anderen versteckt. Okay, das ist wieder was, wo man sagt, okay, weiß ich nicht, vielleicht muss ich Teile der Steuerungsfähigkeit ihr wieder absprechen, weil das ist ja richtig dumm. Ja. Also böse Absichten, okay, aber dann zu denken, ja gut, das wird in einem Krankenhaus, wo dann Leute, oder nicht Leute, sondern Kinder sterben, nicht auffallen, wenn ich die Packung nach da hinten mache, ist schon auch merkwürdig. Weiß man, warum die das gemacht hat? Hat die gedacht, das Krankenhaus ist so schludrig oder hat die mit dieser Materialwirtschaft nichts zu tun gehabt oder ist sie einfach nur dumm? Also in dem Fall würde ich fast sagen, sie ist einfach nur dumm. Das Die ist Klinik ja erstattet schrecklich, Anzeige gegen Unbekannt. Es wird die Patientenakte von Johanna sichergestellt und der Oberarzt erinnert sich an den Fall Leni und sagt, die hat dieselben rudernden Armbewegungen gemacht, als es ihr so schlecht ging in dieser Krise, wie Johanna. Und informiert darüber den Chefarzt und die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft lässt die Patientenakte von Johanna beschlagnahmen, lässt die Dienstpläne der Intensivstation beschlagnahmen und untersucht eben auch Muttermilch dieser Mütter, ob da irgendein Stoff drin ist, ob es darüber geschehen sein kann. Dann ist eine dringende Dienstbesprechung auf dieser Station einberufen worden. Elena kommt dort nicht mehr an. Die informiert sich über ihre Kollegin, kriegt das auch über die Kolleginnen mit. Sie kommt dort nicht mehr an, sondern sie wird am 6. Februar 2016 abends bei ihrem Freund festgenommen, weil man eben festgestellt hat, immer hatte die Dienst, immer war die bei den Kindern in den Nächten, in denen es passiert ist. Sie wird festgenommen. Das ist das einzige Mal, wo sie sich bei der Polizei bei ihrer Festnahme zu den Vorwürfen äußert, sie nämlich bestreitet. Danach sagt sie nichts mehr dazu. Da sagt sie zu einem Polizisten, es sei unfassbar, dass ihr sowas zugetraut wird. Es sei unvorstellbar, dass man einem Kind, das einem doch anvertraut sei, so etwas antun könne. Und danach äußert sie sich bis zum heutigen Tag nicht mehr zu diesen Vorwürfen. Sie ist aber sehr kooperativ bei ihrer Festnahme. Sie rückt auch ihr ihr Handy raus. Und sie nennt auch die PIN-Nummer, sodass man gucken konnte, was sie in diesem Handy da so gemacht hat. Und jetzt würde ich vorschlagen, jetzt gucken wir uns die so ein bisschen mal an. Das mache ich ja neuerdings gerne. Ich erzähle mal erst die Fälle, dann gucken wir uns die Personen ein bisschen genauer an. Also Das heißt, Personen gucken wir uns jetzt in dem Elena Sinne W. an, aber wir sind jetzt eigentlich schon beim Prozess, weil... Ja, das wissen wir aus dem Prozess, beziehungsweise, naja, aus dem Prozess, aber schon auch aus den Ermittlungen. Also ich meine, während der Ermittlungen werden ja letztlich die Zeugen befragt, die am Ende im Prozess auch nochmal befragt werden. Nämlich zunächst von der Polizei und später dann vom Gericht. Also, Elena kommt aus einem Haus, in dem ein hoher Erwartungsdruck herrschte. Der ist sehr leistungsorientiert. Das zieht sich auch durch ihr Leben, Schule und Ausbildung. Das Problem ist aber, dass Elena immer zu den Schwächeren gehört. Dass sie sich massiv offensichtlich unter Druck gesetzt Was heißt fühlt. leistungsstarker Haushalt? Also was ist, wie Das ist ist der Kontext? Akademikerhaushalt und der Vater ist ein Kinderarzt, der auch auf dieser Station mal gearbeitet hat. Dessen großer Wunsch es ist, dass seine Tochter Elena Medizin studieren wird und irgendwann mal seine Praxis übernimmt. Aber Elena hat das Zeugs nicht dazu. Also sie ist schon in der Schule nicht besonders gut. Sie leidet auch unter dem Druck der Eltern. Sie fühlt sich zurückgesetzt gegenüber der jüngeren Schwester, die wohl auch irgendwie, also die wohl auch ganz erfolgreich ist und die dann auch noch eine gute Sportlerin ist. All das ist Elena nicht. Sie hat wohl auch, hat eine Freundin später im Prozess gesagt, an die Eltern so eine Art Bittbrief geschrieben, dass sie sie hat dann diese Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, dass sie diese Ausbildung wahrscheinlich nicht schaffen wird, das sei aber nicht ernst genommen worden. Das Einzige, was die Eltern wohl dazu gesagt haben oder die Mutter dazu gesagt haben, ist ja, das schaffst du schon. Und auch in der Schule soll sie sich
soll sie sich an die stellvertretende Schulleiterin gewandt haben und soll gesagt haben, dass sie so einen Druck zu Hause hat. Am Ende hat sie sich offensichtlich nie so richtig von ihrem Elternhaus gelöst. Die Antworten, die es da immer gab, waren halt, ja, da musst du halt mehr üben, und das hat sie wohl auch getan. Also sie ist sehr leistungswillig, aber halt nicht leistungsstark. Das heißt, wenn sie kritisiert worden ist, dann hat sie gesagt, okay, ich übe das oder ich mache es besser. Und das hat halt leider selten geklappt. Die Eltern wollten nicht akzeptieren, dass sie nur in Anführungsstrichen Krankenschwester wird. Der Vater hat wohl auch gesagt, wenn du schon Krankenschwester wirst, dann wenigstens auf einer Intensivstation. So, und dann landet sie auch noch dort, wo er selber als Arzt gearbeitet hat. Ihre Mitschülerin Hat oder gleichzeitig? Hat. Das war vorbei. Das war vorbei. Ihre Mitschülerinnen haben sich gewundert, dass sie überhaupt den Abschluss geschafft hat in der Schwesternausbildung. Und als sie sich dann beworben hat in Marburg an der Klinik, da ist sie auf eigenen Wunsch eben auf diese in die frühgeborenen Intensivpflege gekommen. Da wollte sie unbedingt hin, wahrscheinlich, weil der Vater sich das gewünscht hat. Und sie hat in dieser Zeit, in der sie dort gearbeitet hat, nämlich ungefähr 3 Jahre lang, hat sie den Vater auch zu Ärztekongressen begleitet. Dort hat sie dann auch irgendwann mal so einen Professor aus ihrer Klinik getroffen und war unglaublich stolz darauf und hat da auch zu einer Kollegin gesagt, sie wolle halt ihren Vater stolz machen. Im Herbst 2015 wollte sie irgend so einen Intensivkursus besuchen. Da ist sie aber übergangen worden, weil man sie halt nicht für gut genug dafür hielt. Außerdem hat es immer mehr Kritik an ihr gegeben, weil sie bestimmte Dinge halt nicht gern gemacht hat und wohl auch nicht gemacht hat, wie Betten machen, Reinigen der Milchküche, den Arbeitsplatz aufräumen, die Zugänge bei den Patienten und so kontrollieren und lauter solche Sachen. Das heißt, die wollte eigentlich immer Akademikerin werden, um dem Vater zu gefallen oder den Eltern zu gefallen, und ist am Ende dann eher durch Fehler aufgefallen. Ich habe jetzt hier eigentlich, du bist ganz still. Ich versuche noch die Connection herzustellen zu dem Fall, zu denken, ja okay, also was du beschrieben hast, begegnet uns ja ziemlich oft. Also Druck in der Kindheit auf verschiedenste Art und Weisen, negativer Druck, Verzweiflung. Dann hast du Leute, die kriegen Dinge nicht auf die Kette. Ich erinnere mich an den einen Typ, der da irgendwie bei Gericht saß und gesagt hat, ja, der Staat kann mir gerne mal ein Angebot machen, was ich arbeiten kann und so ein Kram. Und wo man oft, wir hatten das bei so vielen Fällen, dass du Biografien hast, wo die sich unzulänglich fühlen, wo die Dinge nicht schaffen, wo man so ein bisschen, der Job mal hier, der Job mal da, aber so wirklich kriegt er nichts auf die Kette. Das heißt, das ist jetzt keine ungewöhnliche Biografie. Nein. Und trotzdem doch so ungewöhnlich in dem Sinne, dass sie das macht. Die Frage ist für mich, hat das einen Zusammenhang zu dem, was sie da macht, oder ist das eine andere Geschichte? Oder hast du mir das jetzt gesagt, um aufzubauen, zu sagen, okay, Basti, hör dir das an, oder beziehungsweise der Druck, der in dieser Person drin ist für das, was ich dir vorher beschrieben habe, verantwortlich? Also jedenfalls hat es das Gericht am Ende so gesehen. Das Gericht hat sehr darauf abgestellt, dass sie aus Geltungsbedürfnis und man kann wahrscheinlich sogar Geltungssucht sagen, weil sie dein Lieblingsthema Anerkennung suchte, diese Dinge gemacht hat. Dann stimmt es doch, was ich gesagt habe. Ja. Das stimmt. Das heißt, sie hat Kinder getötet, damit sie danach in Kontakt Nein, sie wollte die wohl nicht töten. Sie wollte die reanimieren. Ich glaube, darum geht's. Also ich habe mir jetzt eigentlich... Ganz kurz, lass uns das mal aufdröseln. Bei dem einen hat sie doch schon irgendwie so Trauerkram, Sternenkinder nachgeschaut, dann hat sie so auf diese Herztafeln gekauft und so Kram. Ja gut, einen Tag vorher schon. Ich glaube, das war zweigleisig. Das war entweder also bei dem einen Kind den Eltern Trost spenden und dafür kriegst du auch Anerkennung. Das kennen wir alle. Ja, wenn wir besonders empathisch und mitfühlend sind, das mag die Gesellschaft gerne. Ja, ist doch so. Dafür gibt es Anerkennung. Und ist ja auch was Schönes. Es ist auch was Schönes, aber es führt, egal, anderes Thema. So,
Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie ja schon wahrgenommen hat, dass sie all das nicht erfüllt, was sie gerne erfüllen würde und was auch von ihr erwartet wird. Und dann hat sie sich ja offensichtlich diesen komischen Ausweg gesucht. Okay, dann bringe ich die in so eine schlechte Situation, dann kann ich diese Kinder retten und hinterher bin ich die Heldin. Es ging offensichtlich schon auch darum, dass sie reanimieren wollte. Ich überspringe jetzt den nächsten Abschnitt, den ich mir eigentlich rausgesucht habe, weil ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Weil? Das sind die Abläufe auf der Station. Vielleicht sage ich der Vollständigkeit halber nur dazu, in diesem Prozess ist sehr akribisch aufgearbeitet worden, wie waren die Zugänge zu dieser Station, wer lag wo, wie war die Station aufgebaut und so weiter. Ich glaube, das können wir uns schenken. Davon ist ein bisschen auszugehen, Heike. Das können wir uns zum schenken. Prozess irgendwie kommen. Nee, warte, wir müssen noch einen Schritt vorher gehen. Wir müssen noch mal ein bisschen bei der Ermittlung bleiben, weil jetzt ist entschieden worden, nachdem wir waren ja eigentlich erst, dass sie dass sie in Haft sitzen. Jetzt ist entschieden worden, dass Leni, weil dir diese Parallelen aufgefallen sind, dass Leni, die nicht obduziert wurde, deswegen habe ich das vorhin gesagt, dass man dieses Kind exhumiert. Und tatsächlich sind bei ihr eben diese 2 nicht indizierten Substanzen gefunden worden. Und dann hat die Staatsanwaltschaft eben weiter untersucht und ist auch auf den Fall Mia gekommen, wo es auch so eine komische, nicht erklärbare Krise gab. Und dann war es aber so, das heißt, nachdem... ganz kurz, Leni ist verstorben. Ja, Mia hat es überlebt. Johanna auch. Johanna hat auch überlebt. Das heißt, okay, das ist so krank. Wirklich, ich kann es kaum fassen, was hier passiert ist gerade. Also das kann ich wirklich nicht fassen. Weil das ist der Peak von dem, was wir hier oft besprechen. So dieses Vergessene, Leute, die sich nicht gesehen fühlen. Und mittlerweile hast du das Gefühl, jeder muss gesehen werden und alle wollen irgendwie schreien durcheinander und wollen gesehen werden. Und das ist ja ein nachvollziehbares Empfinden, aber das ist vollkommen, also das ist beyond allem, was ich mir vorstellen kann. Zu denken, ich arbeite auf einer Frühchenstation, bringe die so in Gefahr, damit ich danach die Heldin spielen kann, damit ich dann mit fremden Eltern, die ich gar nicht kenne, in irgendeiner Art und Weise Emotionalisierung austausche. Es ist wirklich, also ich gebe ja hier oft Alternativvorschläge, für die ich auch dann oft kritisiert werde, aber hier fallen mir 70 Millionen andere Sachen ein, die einen ähnlichen Effekt haben, als ein scheiß Kind zu töten, Alter. Das ist ja wirklich ekelhaft, Alter. Das ist wirklich ekelhaft. Arbeite doch ehrenamtlich. Mach doch, also, weißt du, was ich meine? So, ganz ehrlich, diese Kälte zu besitzen, zu sagen, ich spiele jetzt hier die Heldin, weil ich Kinder reanimiere, da müsste man auch mal mit dem Vater reden, ehrlich gesagt. Also was für Werte hat der weitergegeben, dass die so desperate ist, zu sagen, weißt du was, dann bringe ich jetzt ein kleines Minikind in Lebensgefahr, damit ich meinem Vater gefalle. Mit dem müsste man auch mal sprechen. Wird man eigentlich als Mutter haftbar gemacht, oder Vater, wenn man falsch erzieht? Nee, gell? Keine Sippenhaft. Obwohl die ja meistens hauptverantwortlich sind. Nicht komplett. Jeder ist Helmut Schmidt hat gesagt, ab 30 für sich jeder selber verantwortlich. Die sind noch unter 30 vielleicht. Aber es ist ja schon auf jeden Fall eine Welt, in die sich das Gericht ja auch nicht reinversetzen kann. Ich hoffe nicht, dass einer in den Gericht sitzt, der sagt, ja, das kann ich verstehen. So, sondern das ist ja irgendwas, wie man sich dann als Gericht dem annähern muss und sagen kann, ja, okay. Also diese Herleitung finde ich auch schwierig, weil die wissen es ja nicht, der hat ja nichts gesagt. Sondern die müssen das ja in irgendeiner Weise konstruieren. Ja. Deswegen bin ich auf den Prozess gespannt tatsächlich. Aber da haben wir noch einen kleinen Weg dahin. Weil zunächst einmal nach 5 Monaten Elena aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Die Staatsanwaltschaft sagt, ein Tötungsdelikt sei ihr bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachzuweisen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Mittel bei Leni zum Tod geführt hätten. Und deswegen bleibt nur noch der Vorwurf, also Stand 4.7.2016, der Vorwurf gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen, aber eben kein Tötungsdelikt mehr. Und das fällt weg. Aus Sicht damals. Und das Motiv sei nach wie vor ungeklärt. So, dann folgen sehr, sehr viele Gutachten, also medizinische Gutachten, alles Mögliche. Auch von ihr?
Gut, ist sie auch gut Ja, ausgegangen? aber das ist natürlich auch schwierig, weil die redet ja mit niemandem. Das heißt, dann hast du gar nichts. Dann hast du nur die Akte mit irgendwelchen Ja, Zeugenaussagen ne, das ist ja, plus den Eindruck, den du dann später im Prozess dazu bekommst. das ist ja auch was, wo du denkst, wenn du wirklich, jemand, der dazu in der Lage ist, der kann das auch wegverteidigen. Weil er sagen kann, ey Leute, habt ihr sie noch alle? Weißt du, was ich meine? Also man kann ja, wie soll man das sagen, die Schwere dieser Vorwürfe und die Motive, die unterstellt werden, die sind ja so absurd, dass man sagen kann, Entschuldigung, habt ihr sie noch alle? Wer macht denn sowas? Ja. Weißt du, was ich meine? Natürlich, die Frage ist ja auch gestellt worden. Das ist ja so, wer macht denn sowas? Und dann würde ich wenn ich sie wäre, hätte ich gesagt, habt ihr sie noch alle? So, wer soll denn sowas machen? Also so, das ist ja, Hat sie ja auch gesagt. ja? Also in dem einen Mal, in dem sie geredet hat gesagt, wie kann man denn solchen Kindern sowas antun? Ja, aber auch aus den Gründen. So. Ja. Also es ist ein Dreivierteljahr später dann Anklage erhoben worden, allerdings tatsächlich wegen eines Tötungsdelikts, wegen zweifachen versuchten Mordes, nicht an Leni, die anderen beiden Kinder. Leni ist raus. Leni ist raus. Das heißt, Leni ist raus, weil da die Dosis nicht ausgereicht hat. Aber es ist doch trotzdem ein Versuch, auch wenn die Dosis falsch war. Die Staatsanwaltschaft hat es so nicht gesehen und hat gesagt, zweimal versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener, also die anderen beiden Kinder. Da versuchter Mord. Das finde ich merkwürdig, muss ich sagen. Das ist auch gerade für die Eltern von Leni wirklich hart. So war es auch. Die Staatsanwaltschaft hat in den anderen beiden Fällen gesagt, da hat sie den Tod der Frühchen billigend in Kauf genommen. Das ist auch absurd, ne? Die hat das Frühchen, was am wenigsten bekommen hat, ist gestorben und die anderen wurden vollgeballert und die sind nicht gestorben. Ja, so, dann begann ein reiner Indizienprozess, der lange gedauert hat, 45 Verhandlungstage hatte, wo sehr, sehr, sehr akribisch aufgearbeitet worden ist. Das Gericht mehr als 70 Zeugen gehört hat, Personal aus der Klinik, Polizisten, Unmengen an Sachverständigen und versucht hat, akribisch eben diese Abläufe auf der Frühchenstation sich zu erklären. Und Fragen wie haben sich die Narkosemittel auf die kleinen, ohnehin schon geschwächten Kinderkörper ausgewirkt und eben vor allen Dingen, was könnte das Motiv gewesen sein? Und du hast es eben schon gesagt, Lenis Eltern saßen tatsächlich als Nebenkläger mit im Prozess, die bezweifeln, dass Leni nicht an den Medikamenten gestorben ist. Die haben eine Verurteilung wegen Mordes angestrebt. Die sagen, der Gesundheitszustand hat sich so verändert, dass sie sich davon nicht mehr erholt hat, nämlich in dem Augenblick, in dem sie sich um dieses Kind gekümmert hat. Die haben geweint. Vor allen Dingen die hat es doch auch heimlich gegeben. Ja. Das zeigt für mich schon die Absicht. Die Eltern haben halt über dieses kurze Leben dieses Kindes ausgesagt und haben eben beschrieben, wie sich ihr Zustand verschlechtert hat, wie sie reanimiert werden musste, dass sie am Bett ihres Kindes eine Postkarte gefunden haben mit Abschiedsworten, vermutlich verfasst von Elena, und zwar geschrieben aus der Perspektive von Leni. Und sie haben auch beschrieben, dass Elena eben so ein gutes Verhältnis zu ihnen aufgebaut habe, dass sie auch dankbar dafür waren. Die Kolleginnen haben gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, das sei unprofessionell, die hätte sich zur Schau gestellt, die haben das für ein gespieltes Einfühlungsvermögen und Einfühlsamkeit gehalten. Eine Kollegin hat ihr vorgeworfen, dass sie über die Gespräche mit den Eltern alles vernachlässigt, was zu ihren eigentlichen Aufgaben gehört. Habe ich vorhin auch schon aufgezählt, was sie alles nicht gemacht hat. Und eine Kollegin, eine sehr berufserfahrene Kollegin, hat erzählt, dass sie ihr gesagt hat, dass sie selber gerne mal eine Reanimation machen würde und dass sie sich von ihr auch ein entsprechendes Lehrbuch geliehen hat, das dann später bei der Durchsuchung auch bei ihr gefunden worden ist. Gut, Heike, du hast uns O-Töne besorgt, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Eine Kollegin von dir
Und du hast sie gebeten, da mal zu beschreiben, weil du hast gesagt, 45 Verhandlungstage, sehr, sehr viele verschiedene Leute, sehr, sehr besondere Atmosphäre vielleicht. Und deine Kollegin beschreibt hier mal, was das Besondere einfach da war an diesem Prozess. Besonders war dann auch noch natürlich, dass das ein Indizienprozess war. Also ein wirklich sehr, sehr komplexes Verfahren mit Gutachtern, mit Experten. Da ging es ganz viel um technische Aspekte, um psychologische Aspekte. Wie waren die Arbeitsabläufe in dieser Station? Wie haben sich diese Narkosemittel auf diese kleinen, ohnehin schon geschwächten Kinderkörper ausgewirkt? Und vor allem, was könnten denn Motive sein, um sowas zu tun? Also das war unglaublich detailliert alles. Und dadurch, dass es eben vor allem Indizien waren das eben ganz viele kleine Versatzstücke. Die wurden vor Gericht in alle Einzelteile auseinander zerlegt und dann wieder zusammengebaut zu einem großen Gesamtbild. Manches davon hat auch Raum zur Interpretation gelassen. Und dann war natürlich auch das Urteil tatsächlich besonders. Also es war ja überraschend. Die Staatsanwaltschaft hatte in Anführungszeichen nur 12 Jahre Haft gefordert und das Gericht ist darüber ja sogar hinausgegangen mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Also bis zum Schluss ein wirklich besonderer Prozess. Das war meine Kollegin Rebecca Diekmann, die in diesem Prozess war, die sicherlich auch eine besondere Beziehung dazu hat, weil sie selbst dort auch lebt. Und das ja nochmal was anderes ist, ne? Wenn du dann, da bist du ja noch ein bisschen dichter dran. Ja, aber es ist oft so, wir hatten es ja auch schon auf, wenn du die Orte kennst, glaube ich. Wenn du die Orte und Locations kennst. Das ist der Grund, warum ich häufig zu Tatorten fahre. Damit es dich noch betroffener macht. Nee, damit ich ein besseres Gefühl dafür kriege. Ja, klar, nee, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube. Boah, Heike, Alter. Tag 6, ich mache mal mit Tag 6 weiter, es wird nicht besser, es wird nicht besser. Gehen wir jetzt alle 45 Tage durch, oder? Nein, Tag 6 haben die Eltern von Mia ausgesagt und haben gesagt, das Kind war 2 Wochen alt, das war dieses späte Frühchen. Das war 36 von 40. Ja, genau. Die war 2 Wochen alt, die kam auf die Intensivstation. Plötzlich bei ihr wurde ein verlangsamter Herzschlag festgestellt. Trotzdem sei die aber irgendwie so eins der lauteren Kinder gewesen. Und auf einmal hat sich dieser Gesundheitszustand verschlechtert. Und weil du es vorhin fragst, also die Ärzte haben sich wohl schon gleich die Frage gestellt, was ist da los? Die konnten sich nicht erklären, wieso dieses Kind so völlig apathisch war. Und die Mutter sagt, wenn ich nicht auf dem Monitor gesehen hätte, dass sie noch gelebt hat, dann hätte ich das nicht gemerkt. Die hätte wie tot dagelegen. Die sah aus wie eine Puppe. Sollte eigentlich schon entlassen werden, wurde dann halt erst später entlassen, weil die sich erholen musste. Mittlerweile zum Zeitpunkt dieses Prozesses ging es diesem Kind gut. Das hat keine Schäden, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, davongetragen und ging in den Kindergarten. Und auch die Eltern von Johanna haben erzählt, wie schrecklich das ist, was du da für Sorgen hast, wie du unter dieser Hilflosigkeit leidest. Und da ist es ja 2-mal hintereinander passiert. Und wie es eben dann danach ist, dass du einfach Angst vor Langzeitfolgen hast. Ja, wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass das nicht sofort bei allen auf dem Radar war, weil das kann ja auch so passieren. So, das ist ja auch was, womit du rechnest. So dieses von wegen, okay, das ist eine wackelige Situation und ja, das ist, ich will da eigentlich gar nicht mehr zuhören jetzt. Naja, jetzt war dieses natürlich Motiv ist halt so geistkrank. Genau, war die Frage, warum macht jemand sowas? Ich will das gar nicht wissen. Die erzählt uns gar nicht, oder? Wer erzählt uns das Naja, jetzt? die versuchen sich alle irgendwie zu nähern. Das heißt aber so, abschließend wissen wir es gar nicht. Aber ich meine, das, was die Eltern von Leni gesagt haben, spricht ja schon Bände. So diese aufgesetzte Art, dass sie das Gefühl hatten, das ist gar nicht ernst gemeint. Das ist im Endeffekt, was du gesagt hast. Das ist diese Anerkennung. Es ist diese Anerkennung, die sie nicht bekommen hat von ihren Eltern, weil sie halt nicht diese Erwartung erfüllt. Ganz ehrlich, das ist wirklich ein Appell an alle Menschen. Leute, Anerkennung ist wichtig. Wirklich. Weil alle Dinge, die wir hier besprechen, die fangen immer da an. Alles. Es geht einfach nur um Anerkennung. Und selbst wenn die dann kein Arzt wird, ist es trotzdem okay. So, das ist wirklich so, ich finde das recht bedrückend, hier oft zu sitzen und zu denken, irgendein Elternteil, der irgendeinen mal in den Arm nimmt, würde über die Hälfte von den Sachen, die wir besprechen, lösen.
Und wir reden dann immer über härtere Strafen, wir brauchen eine Abschreckung, wir brauchen hier noch einen Hardliner CDU-Johnny, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen Ananas-Leute, wir brauchen eigentlich eher Leute, die andere Leute in den Arm nehmen. Dann gibt es diese Sendung hier nicht mehr. Das heißt, alle Hate-Watcher, die es ja hier auch gibt, wenn ihr einfach verbreitet, dass alle Leute nett zueinander sind, dann wird es diese Sendung nicht mehr geben und dann habt ihr es geschafft und verurteilt. Von Sendung genommen. Gut, das muss ich loswerden, weil das bedrückt mich hier auf schärfste Art und Weise. Weil das hier ist der Peak. Das hier ist der absolute Peak. Jemand, der kein Arzt wird und dadurch irgendwie keine Liebe erfährt, weil das Erwartungen nicht erfüllt, was dann Leute, Alter, nochmal, ich fasse nochmal zusammen, um mir das selber klarzumachen, was hier passiert ist. Die hat Frühchen in Lebensgefahr gebracht, um danach die Reanimationsprops einzusammeln. Wie fucking verzweifelt muss ein einzelner Mensch sein? Und abgestumpft auch. Und gleichzeitig auch nicht abgestumpft, weil dir scheinen ja die Emotionen was zu bedeuten. Das lässt meine Festplatte durchbrennen und ich muss das jetzt zugeben mal. Zum ersten Mal habe ich den Drang, einen Sachverständigen zu fragen und sagen, Bruder, bitte erklär mir das. Das macht für meine küchenpsychologische Analyse, die ich hier immer mache, keinen Sinn. Crazy, crazy, crazy. Aber ich habe gehört, wir sind noch nicht am Ende. Ich habe mir jetzt gerade durchgestrichen, was der Sachverständige gesagt hat. Der hat gesagt, die Überforderung von ihre Überforderung führte latent, das ist jetzt nur ein Ausschnitt dessen, was er gesagt hat, ja, führte latent zu einer erheblichen persönlichen Vulnerabilität in Form von Versagens- und Enttäuschungsängsten sowie Selbstzweifeln. Ein solchermaßen vulnerabler Narzissmus war ein prägender charakterlicher Wesenszug. Und solche Menschen seien häufig sehr höflich, zuvorkommend, hilfsbereit, könnten sehr schlecht mit Kritik umgehen, sind schnell beleidigt, fühlen sich ganz schnell abgewertet, fühlen sich als Opfer oder fühlen sich falsch behandelt. Ja, und? Ja, gut. Der versucht sich auch nur zu nähern. Ja, was ich von ihm hätte wissen wollen, ist nicht, also das kann ich mir selber zusammenreimen. So, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. So, das ist genau das. Aber warum man dann das macht? Verstehst du, was ich meine? Weil das ist ja kein Motiv. Aus Anerkennungswunsch. Narzisstische Züge und Anerkennungswunsch. Ja, aber Bruder, da kann ich ja auch was machen. Anerkennungswunsch. Dann geh halt Anerkennungswunsch ist... Pass auf, also die vulnerablen narzisstischen Persönlichkeitszüge der ehrgeizigen Angeklagten, die ihr Selbstwertgefühl aus dem Zuspruch und der Aufmerksamkeit anderer schöpft. Hat er gesagt, und dann geht es darum, dass das keine relevante Persönlichkeitsstörung ist. Da geht es ja um die Frage, war die irgendwie vermindert, war sie nicht. Sie stammt aus einer Akademikerfamilie. Bei ihr reicht es aus der Sicht der Familie nur zur Krankenschwester und dann fällt sie bei der Arbeit auch noch durch Fehler auf. Dann hat sie sich eben diesen Weg gesucht. War schwer. Ich finde es unerträglich und ich habe viele Gedanken. Ja klar, und dann sitzt du natürlich auch dort. Ne? Nee, vor allen Dingen habe ich jetzt auch den Eltern gesagt, er hätte die mal in den Arm genommen, vielleicht haben die das ja auch gemacht. Weil es ist ja oft so, weißt du, es ist ja auch nicht so, Eltern probieren ja dann und denken, ey, was kann ich tun? Und dann sind oft schon Schäden entstanden, die Eltern auch nicht mehr, also das ist so unerträglich, weil es so unnötig ist und gleichzeitig aber auch so nachvollziehbar. Das ist, ey, guck mal. Ich kann ihre Gefühle nachvollziehen, ich kann die von den Eltern nachvollziehen und es ist im Endeffekt, man braucht es auch nicht schönreden. Es ist eine beschissene Situation. Weil der Vater ist ja kein böser Mensch, weil er diese Erwartung hat. Der hat es halt, ich meine, das wird ihm auch irgendjemand bei, also so, das ist ja, ich finde, das ist nicht mal per se bösartig, sondern es ist halt so, er meint es wahrscheinlich auch gut, zu sagen, ey, wenn du später noch hast mehr Cash und so, und die sagen, ey, Bruder, ich kann nicht. Das ist für beide beschissen. Und dann hast du ja auch oft, dann hast du Geschwisterpaare, wo es einen Highflyer gibt und einen nicht. Ja, aber es ist natürlich schon so, du wünschst dir bei so einer Angeklagten schon, Mensch, red einfach, erklär's, sprich, lass mal zuhören. Und das hat sie halt nicht gemacht. Also ist man darauf angewiesen, von außen drauf zu gucken. Und dann macht man natürlich das, hier was unsere Kollegin übrigens auch gemacht hat. Man guckt an, wie verhält die sich so vor Gericht. Ja, lass mal anhören. Die hatten uns einen Eindruck geschickt von der Angeklagten. Sehr, sehr interessant.
Sie hat sich ja zur Sache nicht geäußert, deswegen kann man dem leider nichts entnehmen. Aber mein Eindruck so von ihrem gesamten Verhalten vor Gericht war, dass sie schon sehr aktiv den Eindruck erwecken wollte, dass sie mit dieser ganzen Tat nichts zu tun hat. Also die Staatsanwaltschaft, die liest ja im Plädoyer dann immer noch mal alle Vorwürfe runter. Das hat auch eine Zeit lang gedauert. Und da ist sie nicht irgendwie zusammengezuckt oder so, sondern sie hat nur ungläubig den Kopf geschüttelt und da eigentlich so vermittelt, ja, wie kann man mir sowas nur zutrauen? Also sie hat da keinerlei Schuldbewusstsein oder Scham oder sowas gezeigt. Und selbst als die Fotografen auf sie losgestürmt sind, also es gibt ja immer so einen Zeitraum im Gerichtsverfahren, da dürfen Fotos gemacht werden von einer angeklagten Person und viele verstecken sich dann, also halten was vors Gesicht oder gucken dann zumindest nach unten. Und bei Elena W. war das anders. Sie hat da gesessen, hat auch da weiterhin rumgeguckt und das wirkte schon fast so, als wäre das Ganze irgendwas, wo man halt so durch muss, aber das wird sich schon klären. Und das war natürlich angesichts der Schwere der Vorwürfe und auch angesichts der Länge des Verfahrens schon ein bisschen verwunderlich. Bis kurz vor dem Urteil hat sie da noch auf mich einen recht entspannten, selbstsicheren Eindruck gemacht, dass das alles schon so in ihrem Sinne laufen wird, was es dann ja aber am Ende natürlich nicht ist. Was war die Strategie? Was war die Strategie von der Verteidigung? Also, die waren es nicht, oder? Schweigen und soll der Staat doch nachweisen. Aber die Verteidiger haben auch nichts gesagt. Die haben nicht gesagt, die war es nicht. Gar nichts. Die haben einfach da gesessen. Und gesagt, guck mal. Naja, die sitzen natürlich nicht nur da, die befragen dann halt Zeugen und so was. Aber sie lassen eben die Angeklagte nicht reden. Ich will jetzt noch mal was über die Angeklagte hören. Wir haben ja noch mehr Eindrücke, weil ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe Elena W. als sehr gefasst wahrgenommen, ruhig, aufmerksam, wach, rein optisch würde ich sagen. Eine junge, eher zierliche Frau, blonde, halblange Haare, war immer gut angezogen, ordentlich angezogen, rosa Strickpulli, farblich passender Schal, Perlenohrringe und so weiter. Also ein gepflegtes Äußeres, eine aufrechte Haltung, offener Blick, kurz gesagt. Eine 30-jährige, gut ausgebildete Frau, mitten im Leben, die, ja, blödes Wort, aber die einfach völlig normal gewirkt hat, nach außen hin zumindest, und in keiner Weise auffällig war. Ehrlich gesagt habe ich es mir genauso vorgestellt, muss ich sagen. So eine kleine Perlenpaula. Ja, die Staatsanwaltschaft hat 12 Jahre gefordert. Die Verteidigung hat einen Freispruch gefordert. Die hat gesagt... Aber was war die Begründung? Mangelt keine Beweise, oder? Nee, die Verteidigung hat gesagt, man könnte Elena W. die Tat ja untergeschoben haben. Der Verteidiger hat von 7 weiteren möglichen Verdächtigen gesprochen und es sei auch nicht ausgeschlossen, dass sie Opfer eines Komplotts geworden ist. Ja gut, aber diese Google-Suchen waren schon... Ja, das Gericht hat gesagt, völlig abwegig und außerdem bei allen diesen Vorfällen war sie die Nachtschwester. Ja, und dann hat es eben dieses sehr überraschende Urteil gegeben von lebenslang für Elena W. Das ist ja mehr, als die Verteidigung gefordert hat. Wir haben es ja vorhin schon gespoilert bekommen. Wegen versuchten Mordes, wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die ist noch im Gerichtssaal verhaftet worden. Die war ja frei. Aus Angst, dass sie flüchten könnte. Und es ist aber so, dass Lenis Tod nicht als Mord gewertet worden ist. Auch da hat das Gericht gesagt, dass... man nicht nachweisen kann, dass Leni an dieser Medikamentenvergiftung gestorben ist. Okay, das heißt, das ist so ein bisschen Mangel an Beweisen gestrichen worden. Das ist gestrichen worden. Und lebenslang für versuchten Mord ist das üblich, weil eigentlich habe ich ja mit Herrn Drescher oft diese Diskussion zu sagen, da hat jemand einen Mord versucht und hat eigentlich nur Glück, dass es nicht geklappt hat, kriegt aber deswegen eine leichtere Strafe. Ne? Also ist das ungewöhnlich? Ja, das ist ja ungewöhnlich. Ja, ne? Ja, also das ist ein überraschendes Urteil. Man sieht es ja auch, die Staatsanwaltschaft hat es nicht gefordert. Nee, aber ich meinte allgemein lebenslang für einen versuchten Mord. Normalerweise kommt man beim versuchten Mord ja eigentlich besser weg. Da hast du meistens Glück. Das heißt, hier in Summe war es einfach zu krass. Ja. Und dann ist das passiert. Ja, es hat kein Berufsverbot gegeben, weil das Gericht gesagt hat, es sei zwar so, dass die Taten sich immer mehr gesteigert hätten und immer gefährlicher geworden sind, aber man könne jetzt einfach noch nicht sagen, ob sie nach Verbüßung ihrer
Haftstrafe noch gefährlich ist. Und dann sei es natürlich auch so, mit dem Eintrag im Bundeszentralregister und dem Führungszeugnis wird die sowieso nicht mehr in ihren Beruf zurück können. Ja, das ist Randnotiz. Ja. Das Waren die Ganze- Eltern dort Welche Eltern? von ihr? Also sie haben jedenfalls nicht ausgesagt. Weil das ist ja jetzt für die Eltern, also der Vater wird sich wahrscheinlich jetzt zurückwünschen, dass sie einfach nur eine random Krankenschwester ist. Na, bestimmt. Immer a matter of perspective, würde ich sagen. Heike, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe hier zwar noch Fragen, aber die will ich gar nicht mehr stellen. Ja, dann sage ich dir nur noch, der Form halber, dieses Urteil ist rechtskräftig geworden. Dieses wirklich sehr, sehr, sehr lange Urteil, das ist hunderte Seiten lang. Ich habe mich da durchgearbeitet und es ist rechtskräftig seit November 2020. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Ja, dann würde ich sagen, schnell, Zuschauerraum. Zuschauerraum. Und im Zuschauerraum haben wir es heute mit Nina Schnabel zu tun. Nina Schnabel, hallo. Basti Red und Heike Borufka. Hallo Nina. Wir hoffen auf ein Hi. bisschen Erholung bei dir nach einer wirklich harten Folge. Und zwar mit einer, schön, dass du lachst, tu gut, mit einer Anregung heute von Katharina Schmidtke. Sie sagt, in Amerika wird es doch diese typischen Hausbesuche der Polizei geben, weil zum Beispiel die Oma aus der Nachbarschaft nicht mehr gesehen worden ist. Dann kommt eine Streife vorbei und sie guckt nach. Sie fragt, erstens, machen deutsche Beamten auch solche Hausbesuche? Zweitens, ab wann dürfen die denn eigentlich einfach in eine Wohnung reingehen, wenn die Oma halt nicht mehr öffnet? Und Frage 3, wenn da keiner antwortet aus der Wohnung, gilt das schon als Gefahr in Verzug oder wer entscheidet eigentlich, wann aufgebrochen werden darf? Okay, also fangen wir mal vorne an. Also grundsätzlich darf die Polizei, macht die natürlich solche Hausbesuche. Es ist bei uns so Fürsorgepflicht oder zur Gefahrenabwehr eher, also nicht im Sinne von einer Strafverfolgung logischerweise. Wenn da zum Beispiel jemand lange nicht gesehen wurde oder Nachbarn oder Verwandte sich Sorgen machen, der Briefkasten quillt über. Also wenn es da wirklich ernstzunehmende Anzeichen gibt, dann gehen die da schon mal hin und gucken nach. Wir fragen dann vielleicht auch mal das Umfeld. Wenn keiner aufmacht auf irgendwie 3-mal klingeln, dürfen die nicht einfach reingehen. Nur wenn da ein begründeter Verdacht besteht, zum Beispiel die Fliegen schon unter der Tür rauskommen oder Maden rauskriechen oder es irgendwie komisch riecht, dann dürfen die rein, dann ist Gefahr im Verzug. Wenn es da keine Anzeichen für gibt und jemand vielleicht auch einfach nur länger im Urlaub gewesen sein könnte und da wenig Verwandte da sind, dann dürfen die nicht einfach rein. Da muss dann schon irgendwie ein Beschluss vorliegen, dass die tatsächlich rein dürfen. Und dann auch eher so, dass man dann vielleicht die Feuerwehr dazu ruft oder auch einen Schlüsseldienst tatsächlich und nicht einfach dann gewaltsam die Tür aufbricht. Das heißt, Beschluss bedeutet, da muss ein Gericht mitmachen. Genau, da muss dann schlussendlich ein Gericht, dass man die Wohnung öffnen darf, weil die Verletzlichkeit der Wohnung ist ja ziemlich hoch angesiedelt und da darf man nicht einfach rein, nur weil seit 2 Tagen die Oma nicht mehr beim Einkaufen gesehen wurde oder so. Ja. Okay, Super. Klare Frage, klare Antwort. immer bei Nina. Vielen Dank. Dankeschön. Gebt Vielen mir Dank. Mühe. Danke euch Ciao. auch. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Ja, Heike, wir sind, wie soll ich das sagen jetzt? Beim Wir sind, Podcast-Tipp. wir sind im Jahr 2026 angekommen. Deswegen sage ich euch die Tipps für 2026, was ich letztes Jahr auch schon gesagt habe, 12.8. Das große Treffen Amphitheater Hanau, kommt bitte alle. Ich habe es ja auch schon angekündigt. Wenn wir es schaffen, dass da über 1000 Leute sind, muss ich einen Text lesen, von dem ich nichts weiß und der wird mit Sicherheit sehr, sehr peinlich werden, so wie ich denjenigen kenne, der das auswählt, was ich da sagen muss. Und ist noch was Neues dazugekommen tatsächlich. Kleines Auswärtsspiel für uns in Nürnberg. Die Eintracht spielt ja leider nicht mehr auswärts in Nürnberg aktuell. Vielleicht ändert sich das hoffentlich bald wieder. Aber wir sind auf dem ARD Sounds Festival. ARD Sounds, habe ich gelernt, Heike, wird die neue Audiothek bald heißen. Da gibt es ein Festival mit den
absoluten Babo-Podcasts, die die ARD so zu bieten hat. Und wir sind scheinbar einer davon. Clap, clap on our shoulders. Ein bisschen stolz. 8.5. 18 Uhr in Nürnberg. Alle Informationen findet ihr auch irgendwo im Internet. Das werdet ihr rausfinden. Ich poste das ab und zu mal bei Instagram und dies und das und Ananas. Also, wer am 8.5. in Nürnberg ist und nichts vorhat, 18 Uhr verurteilt, live. Irgendwie Katharinenpforten-Kram stand da, glaube ich, auch dabei. Wir werden es erleben. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins Jahr 2026. Das war schon ein harter Auftakt, muss ich sagen, als Abschluss der Staffel und als Auftakt ins Jahr. Und Heike, du wirst uns jetzt noch mit einem weiteren Podcast-Tipp beglücken. Sind die auch zufällig auf dem ARD Sounds Festival? Nein? Philips Playlist heißt der. In diesem Podcast nimmt uns der Moderator und Musiker Philipp Schmid mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Jede Woche stellt er eine Playlist mit 5 Songs und Melodien zusammen, die zu einem bestimmten Thema passen. Also zum Beispiel Musik für den Tag oder für einen Tag am Meer, einen Roadtrip oder als Begleitung zum Einschlafen. Dazu improvisiert er am Klavier. Er spielt die Übergänge zwischen den Stücken und er erzählt uns eine ganze Menge dazu. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge von Philips Playlist. Ich habe extra nach dieser schweren Kost was Leichteres für euch gesucht. Ansonsten war das die 148. Folge von Verurteilt und das war Staffel 13. Im Februar sehen und hören wir uns hoffentlich wieder. Ich glaube, nach der Folge brauchen wir noch erstmal eine Pause. Das heißt im Endeffekt auch hier wieder nochmal guten Rutsch eigentlich. Nicht guten Rutsch ins neue Jahr, sondern guten Rutsch in die neue Staffel. Wir atmen jetzt mal ein bisschen durch. Und ja, 12.8. Hanau Amphitheater. Kommt alle, auch ohne Kasse. Tschüss.